for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein wunderhübscher Jungtier, wie ihr seht, Albino-Teppichpython, ja, Morelia spilotes variegata, denke ich, wird variegata sein, beziehungsweise bei den Teppich. Die Unterart, die läuft immer ein wenig relativ kreuz und quer, also zumindest mal Morelia spilotes. Als Albino vor wenigen Jahren noch eine absolute Oberrarität, mittlerweile in der Terroristik erhältlich, wird regelmäßig gezüchtet, preislich durchaus erschwinglich. Ich glaube, irgendwann war da wahrscheinlich ein Ballpython mit reingekreuzt, so wie der sich hier als zum Ball probiert zu schützen, ne? Natürlich Spaß, also Ballpython hat im Teppichpython nichts verloren oder kann man nicht verpaaren. Also ein wunderhübscher Teppichpython, kommen aus Australien, wie ihr wisst, und das Ganze als Albino wollte ich euch heute mal als Intro-Tierchen zeigen. Das Thema heute ist die Nagerzucht zu Hause. Das ist die Frage, oder das ist was, wo ihr natürlich wissen und entscheiden müsst, lohnt sich das für euch, macht es Sinn für euch? Mäuse, wie in dem Fall, beziehungsweise Ratten zu Hause zu züchten, ja, entweder oder beides. Habt ihr den Platz, habt ihr die Möglichkeit? Es hat natürlich Vorteile, wenn ihr zu Hause eure eigene Nagerzucht habt. Ihr habt immer immer Futter, es ist immer Futter da, ne, oder Schlangenfutter da, immer die passende Größe. Es ist vielleicht etwas billiger, wie wenn ihr es kaufen gehen müsst. Die Frage ist, wo kauft ihr es? Ne? Wenn jetzt direkt was weiß ich, wenn ihr zu Fuß in die Zoohandlung gehen könnt und euch passende Mäuseratten kaufen könnt, dann ist das natürlich ganz praktisch. Müsst ihr, ich habe von einem Bekannten gehört, der hat nicht einmal ein eigenes Auto gehabt, der muss da eine halbe Stunde mit dem Zug zur Zoohandlung fahren, um sich Nagetiere zu kaufen. Das ist dann natürlich relativ unpraktisch und eher von Nachteil. Also das ist sicherlich ein Argument. Es gibt noch ein Argument gesünder, ne? Das, was ihr selber züchtet, ist vielleicht vom Nährwert her besser für eure Reptilien, für eure Schlangen. Das würde ich mal ein wenig in Klammer setzen. Wenn die Nagetiere aus einer guten Zucht kommen, sind die, behaupte ich mal, genauso gesund, ob ihr die selber züchtet oder ob die jemand anders züchtet. Nachteile gibt es natürlich auch einige, wenn ihr eure eigene Nagerzucht habt. Ein sicherlich großes Argument ist die Geruchsbelastung, würde ich mal sagen. Ne? Selbst wenn ich jetzt hier stehe und hier am Filmen bin, so ein Nagerkäfig, hier ist jetzt gerade eine einzige Maus drin, der Käfig ist frisch, aber trotzdem riecht es natürlich ein klein bisschen. Das ist sicherlich ein Nachteil, ne? Also, und das dürft ihr nicht unterschätzen, wenn ihr das zu Hause habt. Also wenn ihr jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt und hier eine größere Nagerzucht anfangen wollt, das könnt ihr gleich mal ganz vergessen, weil dann werden euch die Nachbarn aufs Dach steigen. Habt ihr irgendwo ein Bauernhaus mit einem extra Stall oder sowas, dann ist das bestimmt eine perfekte Sache oder eine tolle Sache, dann könnt ihr das machen. Und alles zwischendrin müsst ihr selber beurteilen, ob das für euch Sinn macht, ne? Und natürlich ist es auch eine gewisse Arbeit oder ein gewisser Arbeitsaufwand, das Saubermachen, das Reinigen. Also das sind eigentlich so die Hauptnachteile, ne? Die Arbeit, die ihr damit habt und die Geruchsbelästigung. Das müsste euch bewusst sein. Jetzt kommen wir zu dem Wie der Zucht. Wirklich ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr Nager züchten wollt, braucht ihr das in Anführungsstrich Profi-Equipment. Profi-Equipment heißt, ihr braucht diese Nagerkäfige. Es gibt vor allem zweigängige Größen. Man sagt, für die Großen hier sagt man Größe 4, bei denen hier sagt man Größe 3. Es gibt noch Größe 2, die ist halb so groß, und Größe 1, die ist noch kleiner. Es kommt eigentlich weniger zu tragen in der Terroristik oder bei uns in der Zucht. Also das sind so die zweigängigen Größen. Ich würde euch absolut empfehlen, wenn ihr selber züchten wollt,
macht es mit diesem Profi-Equipment, weil der Arbeitsaufwand ist zum einen viel geringer. Ne? Man hat die Futter drauf, man hat die Wasserschalen. Also es erleichtert die Arbeit ungemein, wie wenn ihr da irgendwie ein altes, ausgemustertes Aquarium habt oder irgendeinen alten Hamsterkäfig oder alten Hasenkäfig, wo ihr eure Mäuse oder Ratten reinmacht, habt ihr viel, viel mehr Arbeit. Ne? Wie gesagt, das fängt schon mal beim Wasser an, ne? Wenn da irgend so ein Schälchen mit Wasser drin steht, das müsst ihr am Tag 3-4 Mal wechseln und trotzdem ist immer dreckig. Ne? Also da bewähren sich diese Tränkflaschen natürlich ungemein. Die sind kommt immer sauberes Wasser raus. Man wechselt es im Prinzip nur oder man füllt es auf, wenn es leer ist. Dann auch vom Futter her, das Futter, das legt man hier in die Futtertraufen rein oder wie ihr es hier bei dem großen Käfig aussieht. Das liegt sauber drin, die Tiere nagen durch die Gitterstäbe. Das Futter ist immer sauber, wird nicht verschmutzt, wie wenn ihr das in den Käfig reinlegt. Ne? Dann verschmutztes Futter, vergammeltes Futter. Ich glaube, früher oder später wird jeder merken, dass der einzig sinnvolle Weg diese Nagerkäfige sind, um Mäuse, Ratten zu züchten. Ne? Also deswegen würde ich euch die ans Herz legen. Genauso eben das Futter habe ich gerade schon angesprochen. Diese Pellets sind auch für die professionelle Zucht eigentlich unerlässlich. Die legt man, wie gesagt, da in die Traufen rein. Die Mäuse, Ratten nagen das durch die Gitterstäbe durch. So ist immer sauberes Futter vorhanden. Das Futter rutscht nach, ihr müsst nicht auswechseln oder sowas. Ne? Und wenn es leer ist, füllt ihr das wieder auf. Ne? Es gibt so, was weiß ich jetzt, so 1 Kilo Beutel, beziehungsweise es gibt 25 Kilo Säcke. Da füllt ihr das Futter in den Traufen auf. Und die Tiere haben wirklich ein perfektes Futter. Ne? Das ist auch nochmal ein Stichwort. Dieses Futter ist wirklich speziell für Mäuse und Ratten entwickelt. Es hat alle Vitamine, alle Nährstoffe, alle Proteine. Alles, was drin sein muss, ist in dem Futter drin. Ihr braucht nichts anderes zuzufüttern. Ne? Wenn ihr wollt oder meint, mal eine Karotte reinzuschmeißen oder ein Stückchen Brot reinzuschmeißen, dann könnt ihr das machen. Ist vielleicht Abwechslung für das Tier. Vom Nährwert ist hier wirklich alles perfekt drin. Ne? Das wurde über Jahrzehnte, also so Nagerzucht gibt es ja seit Jahrzehnten. Ich sag mal leider, als Versuchstiere werden die ja seit Jahrzehnten oder bald Jahrhunderten gezüchtet. Deswegen ist es natürlich relativ ausgereift, sei es von der Ernährung und auch mit diesen Käfigen. Und wir als Terrarianer, die mir das als Futtertiere züchten, haben das dann letztendlich übernommen. Ein ganz wichtiger Punkt sind noch die Richtlinien, wie viele Tiere man in die Käfige machen darf. Diese Mäusekäfige hier, also die Größe 3, so laut den deutschen Richtlinien, die wir hier haben in Deutschland, darf ein Besatz von 5 Mäusen hier rein, also angegeben zwischen 25 und 30 Gramm die Mäuse, dürfen 5 Tiere rein. Wenn es entsprechende noch größere, ältere Mäuse sind, geht sogar runter bis auf 3 Mäuse. Das ist die Besatzdichte für so einen Käfig. Wenn man jetzt von 3 Mäusen spricht oder 5 Mäusen und eine der Weibchen da drin hat Babys, dann behaupte ich oder denke ich, muss man die Babys natürlich nicht dazu zählen. Ne? Das ist, die sind dann bei der Mutter und sind dann in dem Käfig drin und entspricht dann auch den Haltungsrichtlinien. Bei den Ratten ist die Anzahl der Ratten für den großen Käfig, also da ist angegeben 250 bis 500 Gramm, maximal 3 Tiere in so einem großen Nagerkäfig drin. Ja. Und was es auch noch zu beachten gibt, ist die Mindesthöhe. Muss ich gleich ein wenig spiegeln hier, genau. Für die Mäusekäfige ist eine Mindesthöhe von 15 cm, für die Rattenkäfige eine Mindesthöhe von 18 cm vorgeschrieben. Ne? Also das sind so die Richtlinien, die uns unser Staat vorgibt. Und dann kann man in diesen Käfigen Mäuse, Ratten vermehren und züchten. Ihr hört es jetzt auch schon an den Vorgaben, also wenn jetzt hier eine Vorgabe von 3 bis 5 Mäusen gegeben ist, dann reicht es natürlich nicht aus, wenn ihr einen Käfig habt und die vermehren sich da drin, das werden immer mehr in dem einen Käfig, sondern ihr braucht natürlich mehrere Käfige. Ihr könnt natürlich, oder einerseits könnt ihr das nicht so schnell verfüttern, wie die Nager kommen und zum anderen
wollt ihr ja auch verschiedene Größen oder größer ziehen. Ne? Das heißt, also mit einem Käfig ist leider nicht getan. Habt ihr eine Mäusezucht, werdet ihr sicher 4, 5 Käfige brauchen. Die Jungtiere, wenn die bei der Mutter, man sagt dann Absetzer oder Springer, wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, das sind ungefähr so 10 Gramm, dann tränken die nicht mehr bei der Mutter, dann fressen die selbstständig. Dann könnt ihr die rausnehmen, könnt sie in einen extra Käfig überführen und so müsst ihr sicherlich einen Bestand von, wie gesagt, je nachdem wie groß eure Zucht ist, ich würde mal sagen zwischen 3 und 10, 20, 30 Käfigen braucht ihr dann, wenn ihr wirklich eine florierende Nagetierzucht betreiben wollt. Ein wichtiger Punkt ist noch die Temperatur. Die Mäuse, Ratten wollen eigentlich Temperaturen wie wir Menschen auch, sprich so eine Raumtemperatur von 20 Grad. Wird es zu warm, 25, 30 Grad, wird es denen zu heiß, leidet die Zucht auch drunter, beziehungsweise auch die Tiere leiden natürlich drunter. Wird es zu kalt, ist das Gleiche. Also ich würde mal sagen, wenn wir einen Raum haben mit 15 Grad, ist auch noch okay. Gegen 10 Grad gehend über Nacht ist schon grenzwertig. Umso kühler der Raum ist, umso mehr Verstecke und Sachen müsst ihr reinmachen, beziehungsweise das ist auch noch ein gutes Stichwort für mich. Ihr müsst denen, wie gesagt, zum einen als Versteck, als Kälteschutz beziehungsweise als Nichtmaterial müsst ihr denen Sachen reinmachen. Das ist auch in den Haltungsrichtlinien so vorgeschrieben. Also so Klopapierrollen, Zeitung eignet sich ganz gut. Beziehungsweise wir machen Heu rein. Das ist so, ja, in dem Fall ist jetzt so Löwenzahnwiese, ganz normales Heu, Stroh, damit die Nichtmaterial haben, macht man rein. Wie gesagt, zum einen als Nichtmaterial, aber auch als, in Anführungsstrich, Unterhaltung für die Tiere. Ne? Die wollen ja da drin auch nicht völlig ohne irgendwas sein, also nur mit Streu. Solche Dinge dienen auch den Nagetieren in Anführungsstrich als Unterhaltung, damit die ein tiergerechtes Leben in diesem Käfig führen können. Ein Punkt hatte ich noch vergessen, Zuchtgruppen. In der Regel macht man ein Männchen und 2, 3 Weibchen, verwendet man als Zuchtgruppe. Also Pärchen ist ein bisschen knapp, ein Mann reicht aus, aber 2, 3 Weibchen ist gut. Und ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr da nicht über zig Generationen irgendeine Inzucht in eurer Nagezucht betreibt, sondern ihr müsst ab und zu zum Beispiel das Männchen auswechseln, ne, wenn ihr immer den gleichen Bestand habt, wechselt zum Beispiel die Männchen aus, so könnt ihr sicher sein, dass ein neuer Genpool da reinkommt und ihr nicht eine permanente Inzucht betreibt. Ja. Also ich würde mal sagen, oder wenn eure Stammzuchtgruppe zu alt wird, entweder wechselt die, wie gesagt, komplett aus oder wechselt den Mann aus und nehmt Weibchen aus eurem Bestand und einen Mann aus dem fremden Bestand. Dann habt ihr wieder einen neuen Genpool und könnt damit weiter züchten. Abschließend vielleicht noch, es ist natürlich immer eine Streitfrage in der Terroristik, fütter ich gefrorenes Futter, fütter ich lebend. In dem Fall, wenn ihr selber züchtet, werdet ihr vermutlich lebend füttern. Andere sagen, um Gottes Willen, die armen Mäuse, ich fütter Frost. Naja, man muss natürlich sehen, die Frostmäuse, die haben auch irgendwann mal gelebt und wurden irgendwo gezüchtet, gezogen. Also von dem her, wenn ihr Terrarientiere habt, die sich von Mäuseratten ernähren, das müsst ihr euch bewusst sein, dann müssen die irgendwo gezüchtet werden, sei es von euch selber, sei es in der professionellen Zucht. Die Entscheidung, die müsst ihr selber treffen, aber irgendwo müssen sie natürlich herkommen, auf dem Baum wachsen sie auch nicht. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.